Hallo liebe Freunde, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich male heute wieder in Acryltechnik mit Acrylfarben auf einem Blatt Aquarellpapier. Das habe ich mir auf meine Unterlage bereits aufgebracht und heute benutze ich grüne Acrylfarbe hauptsächlich, um sozusagen meine Stimmung auszudrücken. Mir ist heute nach grünen Farben zumute, nehme mir einen relativ breiten Pinsel, verteile die Farbe, wie es mir gerade in den Sinn kommt, verdünne die Farbe mit Wasser, bestreiche das Blatt einfach intuitiv, lasse meinen Gefühlen hier freien Lauf. Ihr könnt das ausführen, wie euch gerade zumute ist. So mache ich das auch immer bei der Malerei, denn genau das ist es ja, man drückt damit seine Gefühle aus. Das war jetzt eine grüne Farbe, die so in die Blaustichrichtung geht. Mit einem umgedrehten Pinsel ziehe ich nun Kratzer durch diese noch frische grüne Farbe, besonders in diesen dunklen Stellen, und dadurch werden die Markierungen dann heller, weil ich ja mit dieser Pinsel Holzstruktur dann direkt hineinzeichne in diese Farbe. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich nehme mir jetzt einen anderen, schmäleren Pinsel und habe hier eine Neonfarbe in Gelb-Grün, die ich mit diesem Pinsel aufbringe. Das ist eine relativ helle Farbe und ist jetzt der Kontrast zu der vorher gewählten Farbe.
man kann natürlich diese helle Farbe auch wie eine Lasur über die dunklere etwas drüber ziehen und erhält da wieder einen neuen Farbton. Mit einer weiteren grünen Farbe, die einen irisierenden Glanz hat, fahre ich fort. Das ist jetzt vom Farbton her so ein Zwischending zwischen dieser hellen Farbe und der dunklen Farbe und ist so ein sattes Maigrün, so würde ich das mal bezeichnen. Besonders interessant ist hierbei, dass sie eben einen Seidenglanz hat. Durch das Ansetzen an der hellgrünen Farbe mache ich deutlich, dass diese Übergänge weitergehen, denn die gelbgrüne Farbe verschwindet ja nahezu auf dem weißen Blatt Papier und deswegen habe ich jetzt da diese mittelgrüne Farbe dran gesetzt, damit man auch sieht, dass hier eine hellere Farbfläche dann übergeht in diese mitteldunkle Farbfläche. Durch das Überlasieren entstehen dann wieder neue Farbeffekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anne Pross. Es hat mich sehr gefreut.